www.whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir Highland Park, 40 Jahre. Ja, wow. Eine ganz besondere Flasche. Und immer wenn was Besonderes ist, dann lasse ich das eingepackt. Dann kann ich hier vor Ort auspacken. Und ja, wer wissen möchte, wo der Preis so ungefähr steht, 2.700 Euro. Plus, minus. Tendieren sie eher mal ein bisschen zu plus, denn zu minus. So. Das ist mal ein Gerät, ne, wenn man das hier so hat. Wahnsinn. Ja, mit Einlagearbeit, ne? Da oben. Kostet schon die Kiste in Tausende. So, dann schauen wir mal zu, dass wir hier das rausbekommen. Der geht da rein. Und was haben wir da drüben? Da ist noch was versteckt. Da ist noch was versteckt. Hier die Flasche. Und ich habe hier... Super. Und nein, wir machen sie heute nicht auf. Wir haben hier eine Probe. Ne? Ja. So. Das finde ich heftig, diesen Ledereinband. Ich glaube, er ist parfümiert. Also es ist ja heutzutage so, dass so gut wie jedes Leder, also Leder von Natur aus parfümiert wird. Ja, so es gibt Neuwagenspray, ne? Wenn Sie also Ihr Auto wieder verkaufen wollen, tun Sie Neuwagenspray rein. Riecht schon so nach Leder. Age 40 years. Also nach richtig altem Leder. Ja, was war's? 47,5% Alkohol. Und den Highland Park 40 Jahre gibt es erst seit 2008, ist der erst möglich. Vorher haben sie immer früher ausgetrunken, ne? Durstige Kehlen. Ja, wobei zwischendrin waren ja auch mal andere Flaschen von Highland Park aus. Ne? Also 18-Jährige war auch nicht immer verfügbar. 25-Jähriger manchmal schwierig. So, und wir haben vom Distributor eine Miniatur bekommen. Hier. Ich muss mir erstmal an die andere Kamera gewöhnen, dass eine zweite Kamera ist für ein Close-Up. Ja. Und hier steht, okay, ne? Most of Scotch whisky industry uses widely available ex-bourbon barrels for maturation, but not Highland Park. Also die meisten Schotten benutzen die ex-bourbon casks, aber nicht so Highland Park. Bei Highland Park werden ex-Oloroso Seasoned Oak Casks benutzt. Spanish Oak Carry Cask, ja, also die geben die richtige Farbe und diesen getrockneten Fruchtcharakter. Wo die amerikanischen Cherry Oak Casks eher diesen Vanille- und Butterscotch Flavor geben. Also das ist jetzt hier eine Mischung aus Sherry Casks von der amerikanischen Eiche und der europäischen Eiche. Wahnsinn. Jetzt lass ich den mal. Oh, boah, der ist aber rund, du. Wir hatten gerade unmittelbar davor hatten wir den Highland Park Fire und der ist dagegen etwas jung. Etwas jung, ja, kann man nicht anders sagen. Er ist also sehr aromatisch, voll. Aber der hat so eine wahnsinnige Süße drin, finde ich. Richtig schöne, weiß nicht, irgendwie karamellisierte Früchtesüße. Und einen ganz, ganz kleinen Hauch von Rauch. Und dieser Hauch von Rauch soll vom Hobbyster Moor stammen. Ich habe jetzt nach diesem Hobbyster Moor gesucht. Ich habe keine Karte gefunden, auf der dieses Hobbyster Moor in irgendeiner Art und Weise eingezeichnet worden wäre. Es muss aber das Moor sein, was relativ dicht bei Highland Park dran ist, weil es oft verwendet wird. Habe ich heute Vormittag hier nachgelesen, das Hobbyster Moor soll sehr besonders sein, da es auf Kirkwall natürlich ist. Nicht auf Orkney. Auf Orkney, in der Nähe von Kirkwall. Ja. Und sie sagen, ja, da gibt es keine Bäume und deswegen ist das Peat besonders anders. Aber also ganz ehrlich, ich habe auf Isle auch nicht so viele Bäume gesehen. Also ich glaube, ist normal, aber es stand im Internet, glaube ich, 3000 Jahre alt, hier drin standen 8000 Jahre alt, das ist sehr alte. Nun, das hängt davon ab, ne? Ja, es gibt natürlich im Normalfall ist so 1 mm pro Jahr nimmt das Moor zu.
Das heißt, Und es wäre 8 Meter, Meter Torf. stark, ja. Und es heißt immer, ja, darf man auf keinen Fall verwenden und Natur und wir machen Raubbau an den Mooren in Schottland und so weiter. Wir haben das mal überschlagen und nachgerechnet. Früher, wo alle Welt damit geheizt hat, Oh, das ist da natürlich. ging also richtig was weg. Und was man heute an Torfrauch für den Whisky braucht, vergleichsweise Relativ nichts. Ne? Oh ja, also Ich habe auch noch so ein bisschen, Süße. so ein bisschen Backgewürze. Aber es ist wahnsinnig, wie rund es ist. Wenn du sich jetzt überlegst, das sind 47,5% Alkohol im Glas. Den Alkohol riechst du nicht. Da riechst du gar nichts vom Alkohol. Also da könntest du sagen, da riechst du in irgendeinem Traubensaft mit Gewürzen drin und bisschen Schokolade. Was trinkst du für Traubensaft? Ja, es ist ein Angeboren. sehr Also- aromatischer Traubensaft. Also schon ein bisschen, also Alkohol ein bisschen. Ja, aber Traubensaft riecht nicht so stark. Ja, ja. Er hat genug Druck, damit er sich richtig im Mund durchsetzen kann, dass er richtig auf die Zunge geht. Aber er ist jetzt nicht so stark, dass er brennen würde. Nee, das hat er nicht. Ja, wahnsinnig rund, aber im Geschmack ist er auch wieder ein Stückchen würziger als im Geruch. Mit, ich finde, hier hat man noch einen guten Schokoladengeschmack drin, aber so eine Mischung aus dunkler Schokolade und ein bisschen Milchschokolade. Ja, es auch. geht schon her durch diese gefühlte Süße. Und ich hab geht so es ein- mehr zur Milchschokolade. Ne? Ich habe auch noch so ein- und im Abgang keine Bitterkeit. Also das sind also sicherlich nicht diese ganz rauen, tanninfesten europäischen Eichenfässer. Zumindest mal nicht in hoher Stückzahl. Ich habe aber auch so eine leichte Bitterkeit, aber das schmeckt eher so wie so ein Stückchen wie Orangenschale. Ja. Vielleicht so eine Orange, Blutorange. Ja, nicht ganz Grapefruit, so in der Richtung. Und ja, so eine ganz leichte Räuchernote. Aber nicht dieser medizinische Rauch, sondern eher so ein Kachelofenrauch, finde ich jetzt gerade. Und dann rauchiges Heidekraut, wird gesagt. Also mit dem Heidekraut tue ich mich wahnsinnig hart. Das tue ich mich immer schwer. Das ist für mich dann irgendwie so krautig, kräuterig. Ne? Hätte ich mal probieren sollen, als ich auf Eiler war. 1000 Tonnenweise Licht wächst es ja da. Boah, Wahnsinn. Auch so ein ganz kleiner Schluck. Noch so das letzte Tröpfchen noch drin, hat noch intensiven Geschmack im Mund. Tja, wie viel haben wir jetzt gehabt? Jeder nicht ganz ein CL, ne? Ja, ja. 2 CL von 70 CL ist So ein 35. 35. Das heißt, das war jetzt noch nicht ganz 100 Euro. Ne? Ja, das heißt, du 30, ich 30. Ne? Sowas. Wahnsinn. Ja, Ja. die Stückzahlen machen es. Ne? Aber das Schöne daran ist, was ist vor 40 Jahren passiert? Als dieser Whisky destilliert wurde. 40 Jahre von jetzt Muhammad Ali wurde geschlagen in der 15. Runde von Smoking Joe Fraser. von Smoking Joe. Also da stehen noch ganz viele andere Sachen drin. Apollo 15. Ja, 40 Jahre, genau. Der Nobelpreis für Literatur ging an Alexandra Solz. No, ich will das Du nicht bist mehr. nicht belesen. Ja, ich Nein. kenne sie aber auch nicht. Nein. Hier steht noch wirklich ganz viel drin, was 1970 so passiert ist. Oder in den 80ern. Gut, Ja, 70ern. ja, ich habe nicht mehr. Also, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wer sich's leisten kann, der schaut einfach mal bei uns vorbei. Wenn man sich's wirklich leisten kann, er schmeckt wirklich klasse, aber da darf man halt nicht aufs Geld achten. Vielen Dank fürs Zugucken. Wen es interessiert, wer noch Freunde hat, die es vielleicht auch interessieren könnte, dann teilen Sie es doch einfach mit denen. Und bis zum nächsten Mal.